Du hast keine Lust, Kerzen immer nur auszupusten? Probier's doch mal mit Essig und Backpulver. Bei dem ersten Versuch füllen wir ein wenig Essig in ein Glas. Wir setzen ein Teelicht hinein und zünden dies an. Jetzt geben wir mit einem Löffel ganz vorsichtig ein bisschen Backpulver in den Essig. Dabei müssen wir aufpassen, dass kein Backpulverstaub in die Flamme kommt, weil es sonst zu einer Staubexplosion kommen kann. Und jetzt beobachten wir genau, was passiert. Wenn das Backpulver in den Essig kommt, kommt es zu einer chemischen Reaktion und dabei entsteht Kohlenstoffdioxid, CO2. Die Kerze braucht aber Sauerstoff, um brennen zu können. Wenn genug CO2 gebildet wird und das CO2 den Sauerstoff verdrängt, geht die Kerze einfach aus. Unten im Glas ist dann so viel CO2, dass es uns nicht mal gelingt, die Kerze wieder anzuzünden. Wir können Backpulver und Essig auch benutzen, um uns eine Feuerlöscherflasche zu bauen. Wir brauchen hierfür eine leere Flasche mit Schraubverschluss. Wir schrauben den Deckel ab und durchbohren ihn mit einem Loch, in dem wir einen Nagel hineinhämmern, aber vorsichtig, dass der Nagel nicht im Tisch stecken bleibt. Jetzt zünden wir schon mal unser Teelicht oder unsere Kerze an und wie immer, wenn wir mit Feuer experimentieren, ist am besten ein Erwachsener dabei. Dann füllen wir ein ganzes Päckchen Backpulver in die Flasche. Wir kippen dann etwas Essig hinterher, schütteln das Ganze gut, schrauben den Schraubverschluss zu und halten mit dem Finger das Loch zu. Jetzt zielen wir mit der Flasche auf die Flamme und öffnen das Loch. Das gebildete Kohlenstoffdioxid strömt jetzt aus der Öffnung hinaus und die Flamme flackert. Und wenn die Menge an CO2 ausreicht, dann geht auch hier die Flamme aus. Viel Spaß beim Ausprobieren und eine ganz schöne Adventszeit. Bis zum nächsten Mal.